Die Bremer Stadtmusikanten. Es war einmal ein alter Esel. Er lebte viele Jahre auf einem Bauernhof. Jeden Tag trug er schwere Säcke zur Mühle. Er war fleißig, aber jetzt war er alt und schwach geworden. Seine Kräfte gingen zu Ende. Sein Besitzer merkte das auch. Der Esel konnte nicht mehr gut arbeiten. Deshalb wollte der Mann ihn nicht mehr behalten. Der Esel hatte Angst und fühlte sich nicht mehr sicher. Eines Tages lief er einfach weg. Er wollte nicht warten, bis ihm etwas Schlimmes passiert. Er hatte eine Idee. Er wollte nach Bremen gehen. Dort wollte er Stadtmusikant werden. Auf dem Weg nach Bremen wurde er müde und machte eine Pause. Da sah er einen Hund am Straßenrand liegen. Der Hund sah sehr traurig aus. Er keuchte und konnte kaum atmen. Der Esel fragte ihn: »Warum bist du so traurig?« Der Hund antwortete: »Ich bin alt und kann nicht mehr jagen. Mein Besitzer will mich töten.« Der Esel hatte Mitleid. Er sagte: »Komm mit mir nach Bremen. Wir werden Stadtmusikanten.« Der Hund dachte kurz nach. Dann fand er die Idee gut. Er stand auf und ging mit dem Esel zusammen nach Bremen. Unterwegs trafen sie eine Katze. Sie saß am Weg und sah sehr traurig aus. Der Esel fragte: »Warum bist du so traurig?« Die Katze antwortete: »Ich bin alt. Ich kann keine Mäuse mehr fangen. Meine Besitzer wollen mich nicht mehr behalten.« Der Esel sagte: »Komm mit uns nach Bremen. Wir werden Stadtmusikanten.« Die Katze dachte kurz nach und ging dann mit ihnen mit. Später kamen sie an einem Hof vorbei. Dort saß ein Hahn auf dem Tor und schrie laut. Der Esel fragte ihn: »Warum schreist du so?« Der Hahn antwortete: »Morgen soll ich in die Suppe kommen. Deshalb habe ich Angst.« Der Esel sagte auch zu ihm: »Komm mit uns. In Bremen hast du vielleicht eine bessere Chance.« Der Hahn stimmte zu und ging mit ihnen. Jetzt waren es 4 Tiere, die zusammen nach Bremen gingen. Die 4 Tiere gingen zusammen nach Bremen. Sie waren müde und hungrig. Am Abend kamen sie in einen Wald. Dort wollten sie die Nacht verbringen.
Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze kletterte auf einen Ast. Der Hahn flog ganz nach oben in die Spitze des Baumes. Bevor sie einschliefen, sah der Hahn in der Ferne ein kleines Licht. Er rief die anderen Tiere und sagte: »Dort brennt ein Licht. Vielleicht ist dort ein Haus.« Die Tiere gingen in Richtung des Lichts. Je näher sie kamen, desto größer wurde es. Bald sahen sie ein Haus im Wald. Der Hahn flog auf einen Baum und schaute hinein. Er sagte: »Ich sehe einen Tisch mit Essen und Trinken. Dort sitzen Räuber und essen.« Die Tiere hatten Angst, aber auch Hunger. Sie überlegten kurz, was sie tun können. Dann hatten sie eine Idee. Der Esel stellte sich an das Fenster. Der Hund sprang auf den Esel. Die Katze kletterte auf den Hund. Der Hahn setzte sich ganz oben auf die Katze. Dann machten sie zusammen viel Lärm. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Sie sprangen durch das Fenster ins Haus. Die Räuber erschraken sehr. Sie dachten, ein Monster sei im Haus. Sie liefen schnell aus dem Haus in den Wald. Die Tiere gingen in das Haus. Sie waren sehr froh. Im Haus gab es Essen und Trinken. Sie setzten sich an den Tisch und aßen alles, was dort war. Danach wurden sie müde. Jeder suchte sich einen Platz zum Schlafen. Der Esel legte sich in den Stall. Der Hund lag hinter der Tür. Die Katze schlief auf dem warmen Herd. Der Hahn setzte sich auf einen Balken oben im Haus. Es wurde Nacht. Alles war ruhig. Nach einiger Zeit kam ein Räuber zurück. Er wollte sehen, ob im Haus alles in Ordnung war. Er ging leise in das Haus. Im Dunkeln sah er die Augen der Katze. Sie leuchteten wie kleine Feuer. Der Räuber erschrak sehr. Die Katze sprang ihn an und kratzte ihn. Der Hund biss ihn ins Bein. Der Esel trat ihn mit dem Hinterfuß. Der Hahn rief laut. Der Räuber bekam große Angst und lief schnell zurück in den Wald. Er erzählte alles ganz durcheinander. Die Räuber hatten zu viel Angst und trauten sich nicht mehr zurück ins Haus. Die Tiere im Haus waren nun sicher. Sie hatten keine Angst mehr. Sie blieben zusammen und fühlten sich wohl. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn beschlossen, im Haus zu bleiben. Sie fanden, dass es dort gut zum Leben war.
So kamen sie doch nie nach Bremen. Aber das war ihnen egal. Sie waren zusammen und hatten ein neues Zuhause gefunden, und sie lebten dort glücklich.